Hallo und herzlich willkommen hier bei Erikas Selbstgemacht. Habt ihr selber schon mal ein leckeres Brot gebacken? Hier hätte ich für euch ein Roggenmischbrot. Wie man das zubereitet, könnt ihr unten in meiner Videobeschreibung nochmal ganz in Ruhe nachlesen. Genauso wie die Zutaten. In 400 Milliliter lauwarmem Wasser bröseln wir einen halben frischen Hefewürfel hinein. Das sollte ungefähr 21 Gramm sein. Und dazu geben wir noch 2 Esslöffel Honig. Das Ganze verrühren wir so lange, bis sich der Honig und die Hefe im Wasser aufgelöst hat. Dann nehme ich eine große Schüssel und gebe das Gemisch in die Schüssel hinein. 300 Gramm Roggenmehl, Typ 1150. 350 Gramm Weizenmehl, Typ 550. Dazu geben wir 35 Gramm geschmolzene Butter. Die sollte schon ein wenig abgekühlt sein. 1 Esslöffel Kümmel und 1 Esslöffel Backmalz. Das Backmalz hilft dem Brot später beim Backen, verleiht ihm eine schönere Kruste und eine tolle Brotkrume. Ihr könnt das natürlich auch mit den Händen kneten, aber mit so einer Küchenmaschine geht halt alles viel einfacher. Den Brotteig etwas vorkneten lassen. Und dann geben wir noch 2 Teelöffel Meersalz dazu. Auf kleinster Stufe lassen wir jetzt für 7 Minuten den Brotteig verkneten. Der fertig verknetete Teig sollte sich vom Schüsselrand gelöst haben. In eine separate Schüssel, ihr könnt natürlich auch die gleiche verwenden wie eben, nehme ich jetzt das Töpfchen, wo die Butter darin war, und reibe damit die Schüssel ein und auch etwas meine Hände. Und dann nehme ich den Teig und ziehe den immer so nach unten. Forme hier so eine schöne Kugel und lege den Teig in die Schüssel. Dann decken wir den Teig ab und lassen den jetzt für 2 Stunden circa an einen warmen Ort ruhen. Im Winter packe ich das zum Beispiel auf die Fußbodenheizung. Und jetzt scheint bald die Sonne hier durchs Fenster und dann wird es ihm gleich noch wärmer. Ein Backblech lege ich mit Backpapier aus. Das gebe ich dabei zur Seite. So, der Teig ist wunderbar aufgegangen. Und jetzt benehmen wir uns die Arbeitsfläche etwas und geben den Teig darauf. Jetzt ziehen wir den Teig etwas auseinander und nehmen die äußeren Enden und ziehen die nach innen. Und das wiederholen wir ein paar Mal. Dann drehen wir den Teig um und drehen den hier zu einer Kugel. Jetzt nehmen wir unser Backblech und setzen den Teig darauf. So. Und jetzt schneiden wir mit einem Messer ein Muster hinein. Und zu guter Letzt bestreuen wir das Brot noch mit Mehl.
Dann decken wir den Teig einmal ab und lassen ihn für 15 Minuten nochmal ruhen. In der Zwischenzeit heizen wir schon mal den Backofen vor auf 200 Grad Umluft. So, der Teig ist nochmal etwas aufgegangen und jetzt geben wir das Brot in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad auf die unterste Schiene. Für ca. 35 bis 40 Minuten backen lassen. Wenn das Brot auf der Rückseite hohl klingt, ist es durchgebacken. Lasst das Brot dann auf einen Abkühlgitter einmal komplett auskühlen, auch wenn es schwer fällt. Das Warten hat sich gelohnt. Jetzt schneiden wir das Brot gemeinsam an. Das Brot ist fluffig, würzig und locker. Schaut nur die schöne Krume an. Der Duft von frisch gebackenem Brot. Wer kann dem schon widerstehen? Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken von diesem leckeren, würzigen, fluffigen Roggenmischbrot. Ich bedanke mich für eure Zeit und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Hier bei Erikas Selbstgemacht. Servus!